es gibt immer, sagen wir mal, universellere oder ja, ewig aktuelle Themen, die mich beschäftigen. Und dann natürlich auch Themen, die sehr stark mit der Gegenwart verbunden sind. Also so die generelle Geschichte wäre einerseits die Geschichte des materialistischen Denkens und ja, die Frage nach dem kritischen Wert des Materialismus in der Geschichte der Philosophie und auch jenseits der Philosophie. Die andere noch auch generellere Geschichte, aber an der Schnittstelle auch mit den Gegenwartsfragen und Problemlagen ist die Bedeutung der Psychoanalyse für die Philosophie, für die Geisteswissenschaften, auch für ein kritisches Verständnis der Rolle der Wissenschaft in unseren Gesellschaften, natürlich auch für die Kunsttheorie, für die Kritik der ökonomischen Rationalität oder Irrationalität, wie man es nimmt. Genau, das ist so der große Rahmen. Und konkret interessiere ich mich immer mehr für die Frage der Antisozialität, die mit dem Kapitalismus, mit der kapitalistischen Produktionsweise und mit der kapitalistischen Organisation von unseren Gesellschaften und auch von unseren Denkmustern, von der Art und Weise, wie wir uns als denkende und handelnde Subjekte begreifen oder auch scheitern zu begreifen. Genau, das wird teilweise auch ein Seminarthema werden an der HFBK im Wintersemester, also die Krise des Sozialen in der Gegenwart, und darunter will ich mich, also unter diesem Titel möchte ich mich am meisten oder am ausführlichsten mit der Krise der wissenschaftlichen Autorität beschäftigen, natürlich auch mit der Frage der antisozialen Affekte wie eben Wut, Ressentiment, Neid, die Verbindung von diesen Affekten mit der neoliberalen Forcierung der Kompetitionsverhältnisse auf allen Ebenen der Sozialität und auch der Denkprozesse und unserer der Art und Weise, wie wir miteinander als Menschen umgehen, wie wir mit den ökologischen Zusammenhängen umgehen, mit anderen Lebensformen, mit anderen Identitäten und so weiter und so fort. Also das ist so eine Schnittstelle. Mir geht es bei der Lehre immer darum, dass es keine Einbahnstraße bleibt. Das heißt, dass versucht wird, irgendwie so 3 Elemente auf beiden Seiten, also bei den Studierenden und bei mir selber, in eine gelungene Mischung zu bringen. Das heißt, eine bestimmte Unruhe. Das kann natürlich auch als Wissensbegierde oder Neugier oder wie auch immer geframed werden. Aber ich glaube, dass es mir um eine grundlegendere Unruhe geht. Also um eine Unruhe, die durch die Problemlagen, die uns alle in unserem Alltag betreffen und die in diesem Zusammenhang des Persönlichen und des Sozialen oder des Politischen verankert sind. In diesem Raum der Kontinuität und dass man ein bestimmtes Unbehagen in der Kultur, wie Freud sagen würde, durcharbeiten möchte. Also das wäre eine Komponente, eine bestimmte Unruhe, die das Seminar oder die Seminare auch vorantreibt in eine bestimmte Richtung. Eine andere Komponente wäre
Reflexion, die ich auch wieder so verstehe, dass das eine Zusammenarbeit ist. Also dass das eine Art geteilter Arbeitsprozess ist und nicht ich als Lernender in dieser Position des vorausgesetzten Wissens und der ja, eindeutig in eine Richtung zielenden Vermittlung funktioniere, sondern dass es schon so etwas wie Rückkopplungsschleifen gibt. Das wäre dann Reflexion, ne, die zweite. Und die dritte wäre dann natürlich eine Mitsprache. Also das heißt, dass den Studierenden, ich versuche den Studierenden auch immer wieder zu vermitteln, dass keine große Wissenschaft für die Mitsprache erwartet oder verlangt oder benötigt wird, sondern es ist vielleicht noch besser, wenn einfach eine bestimmte Affektiertheit durch Probleme zur Sprache kommt und das Sprechen wirklich ein Mitsprechen ist, so wie im Wort Mitsein, also eine Konstruktion eines gemeinsamen Diskurses. Nein, natürlich nicht. Also in keiner Bibliothek wurden jemals alle Bücher gelesen. Also sehr viele von den Büchern habe ich mir gekauft, weil es nur um ein bestimmtes Kapitel oder einen bestimmten Buchteil oder eine bestimmte Zuspitzung oder Perspektivierung ging und weil ich auch gleichzeitig einen bestimmten Akkumulationstrieb leider oder zum Glück leben muss, wenn es um Bücher geht. Also ich arbeite lieber mit der eigenen Literatur als mit einer ausgeliehenen. Aber ich schwöre, ich habe ganz viele gelesen.